Hallo liebe Patienten, ich möchte Ihnen heute die 10 wichtigsten Fragen zum Thema Lidstraffen beantworten. Altersbegrenzung bei Lidstraffen gibt es eigentlich nicht. Es gibt Patienten, die sind mit zum Beispiel Schlupflidern, wie man sie klassischerweise auch bei ein paar Prominenten kennt, auf die Welt gekommen, sodass wir auch Patientinnen mit 20, 25 haben, die gerne diese angeborenen Schlupflider entfernt haben wollen. Alterungsbedingt kommt es so circa ab 30 vor, dass die überschüssige Haut aufgrund des Muskelzuges die sich zum Beispiel einschränken können oder auch, dass man sich müde fühlt am Abend nach einem langen Tag, weil zu viel Haut einfach auf das Oberlid und das Auge drückt. Das Ergebnis bei einer Lidstraffung ist dahingehend zu sehen, dass das Auge wieder klar ist. Jeder Mensch hat am Oberlid, wenn nicht zu viel Haut ist, einen kleinen Halbmond. Zum Beispiel, wo Frauen sich schminken, wo man den Lidstrich sieht oder bei Männern, dass man das normale Augenlid sieht. Wenn die Haut zu viel wird, zum Beispiel schon direkt auf den Wimpern aufliegt, dann würde ich sagen, es ist eine gute Indikation, eine Lidstraffung zu machen, um dem Auge wieder eine Frischheit zu geben, einfach einen klaren, offenen Blick. Bei einer Lidstraffung wird gar nicht zu wenig gemacht. Wenn man wirklich eine plastisch-ästhetische Lidstraffung durchführen möchte, wird zuerst Haut entfernt, dann entfernt man einen ganz kleinen Streifen an Muskulatur, kommt dann zum Septum, zu einer dünnen Haut vom Auge, und unter diesem Septum gibt es ein Fettpad, ein Fettpolster. Und dieses Fettpolster muss entfernt werden, weil das natürlich die Haut so ein bisschen von innen ausdehnt. Und dann gibt es dieses Fettpolster noch so am Innenwinkel, und das entfernt man auch, weil viele Patienten beklagen, dass sie in der Früh oft so eine Schwellung hier am Augeninnenwinkel haben. Und deshalb wird dieses Fettpad dort auch mit entfernt. Danach wird gut Blut gestellt und das Auge wieder zugenäht. Nicht das Auge, das Oberlid. Der Eingriff wird in örtlicher Betäubung durchgeführt, bei Bedarf auch mit Dämmerschlaf, und ist nicht schmerzhaft. Auch danach haben die Patienten keine Schmerzen. Die Schwellen bei einer Oberlidplastik sind ungefähr mit einem Facelifting zu vergleichen und dauern so 7 bis 10 Tage. Bei einer Lidstraffung hält das Ergebnis sehr unterschiedlich. Manche Patienten machen es einmal im Leben, hält 20 bis 30 Jahre. Andere Patienten stören sich schon bei einer bisschen erschlafften Haut am Oberlid und machen es innerhalb 10 Jahre noch einmal. Beliebig oft, wenn wieder überschüssige Haut da ist, um den Lidschluss nicht zu gefährden. Die Nachsorge besteht darin, dass man nach 7 Tagen die Fäden zieht. In dieser Zeit von OP-Art bis 7 Tage danach muss man darauf achten, dass man schön kühl und vielleicht nicht einen Leistungssport betreibt, sondern wenn, nur mäßig spazieren geht. Eine Brille kann sofort aufgesetzt werden. Kontaktlinsen würde ich mindestens 7 bis 10 Tage warten. Die Lidstraffung kostet 2.500 € zuzüglich Mehrwertsteuer.